Hey Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch mehr oder weniger, wie ich diese Front-Spoilerlippe von der Firma CSR angebracht habe. Ich hatte leider zwei unerwartete Problemchen gehabt, und zwar kam ich zum einen nicht auf meine Auffahrrampe, den ich sonst immer genutzt hatte, damals beim Corsa, und zum anderen die mitgelieferten Schrauben sind, ja, ich sag mal, eher so für die seitlichen Bereiche gedacht, weil je näher ich ins Innere kam, konnte ich dann mit meinen Fingern vom Innen die Mutter nicht gegenkontern. Das werde ich euch jetzt in den nächsten Schritten zeigen, und wenn es dann dazu kommt, dass wir dann das alles anschließen, muss ich leider an diesem Punkt weitermachen, weil ich das dann doch mit einer Hand selber nicht aufnehmen konnte. So, als ersten Schritt müssen wir hier die originale Lippe entfernen. Der ist hier jeweils mit 3 Schrauben befestigt. Da müssen wir einmal mit dem Schraubendreher einmal reindrücken. Und dann können wir schon die Schraube rausnehmen. So sieht der aus. Das gleiche machen wir in der Mitte. Reindrücken. So, das kann man dann mit so einem Schlitzschraubendreher dann rausnehmen. So, hat doch so funktioniert. Und zu guter Schluss auf der anderen Seite auch hier reindrücken. Dann kann man die Schraube schon rausnehmen. So. Also als nächsten Schritt müssen wir dann die Lippe zu sich ziehen. Die sind hier jeweils mit so einer Schnalle befestigt. Aber es funktioniert auch, wenn ihr mit wenig Kraft die rauszieht. So sehen sie aus. Das sind 2 Einzelteile, einmal links und einmal rechts. Und wenn wir das abgemacht haben, können wir dann zum nächsten Schritt. So, jetzt sind wir an dem Punkt gelangt, wie tue ich meine Spoilerlippe und die Karosserie durchbohren. Und zwar ist hier super erklärt. So ist es richtig, dass die Schrauben relativ nah am Rand liegen, damit das alles bombenfest liegt. Wenn jetzt zum Beispiel hier irgendwo mittig bohrt, wie hier zum Beispiel, dann hat der Wind die Möglichkeit, zwischen Karosserie und Frontspoilerlippe einzudringen, und das kann dann echt gefährlich werden. Jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Wenn die Lippe jetzt fixiert ist auf beiden Seiten, könnt ihr anfangen, erstmal natürlich schauen, ob das alles bündig ist. Dann könnt ihr anfangen, an der Kante entlang die ersten Löcher reinzubohren. Und wenn das dann geschehen ist, könnt ihr dann alles wieder abnehmen und die Schutzfolie, die dann hier drauf ist, einmal abziehen, Lippe wieder dran fixieren und dann langsam anfangen, die einzelnen Schrauben reinzuhalten und mit der Mutter gegenkontern und das Ganze dann reinschrauben. Je weiter wir dann in die Mitte kommen, haben wir keine Möglichkeit mehr, mit den Fingern gegenzukontern, weil da echt kein Platz mehr ist. Da habe ich das anders gelöst. Da habe ich hier so Blechschrauben genutzt und die dann mit jeweils Mutter einfach reingeschraubt. Mit Karosserie, und das sitzt auch super fest. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier Nieten zu nutzen, dass man das dann einfach reinschiebt. Aber ich habe das, weil ich ja alles schon offen hatte, diese Lösung dann auf die Schnelle gefunden. So sieht es dann aus. Schwarz Glanz. Und ich bin auch schon damit in der Waschstraße gewesen. Bin einmal zügig gefahren. Es sitzt immer noch, wie es sein soll. Könnt mal sehen hier. Passiert nichts. So sieht das Ganze von vorne aus.
Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich nicht die einzelnen Punkte aufnehmen konnte. Plant euch auf jeden Fall ein, 3 Kollegen, Hebebühne. Wenn ihr keine Hebebühne habt, macht es halt wie ich, einmal aufbocken. Und ihr könnt den Karton, der halt mitgeliefert wird, als Unterlage nutzen. Und bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Gerne teilen. Bis zum nächsten Mal.